Mit 15 km/h durch Europa. Es ist Sonntag, knapp vor 8 Uhr morgen. Ich war schon um 6 munter, da hat es geregnet, es ist ein heftiger Wind gegangen. Mittlerweile hat es aufgehört. Ich bin noch etwas müde und zittere wie Espenlaub. Aber nicht vor Kälte, sondern weil mir beinahe das Zelt abgebrannt wäre. Wie konnte das bloß passieren? Ich habe ohne es zu merken etwas Spiritus verschüttet. Und beim Anzünden des Brennstoffes haben sich die Flammen sofort ausgebreitet. Bis zur Plane. Mit ein paar Fetzen habe ich den Brand rechtzeitig in Keim ersticken können. Also mein Wunsch ist es, heute nach Diguin zu kommen. Diguin. Liegt ca. 50 Kilometer entfernt. Ja, ich denke, wenn ich so um 10 Uhr, halb 11 aufbricht, dann müsste es locker das ausgehen. Du hast doch alle Zeit der Welt. Hier ist es schön. Bleib einfach da. Mittagessen habe ich auch noch eingepackt, das heißt, ich könnte mal unterwegs noch was zum Essen machen. Ich wette, du hast eine Packung Nudelsuppe dabei. Na logisch, die Nudelsuppen gehört doch mittlerweile zum Standardrepertoire meiner Ernährungsphilosophie. Soeben wird mir bewusst, dass es heute gar keine Möglichkeit gibt, eine Körperpflege durchzuführen. Gerhard, dabei wäre eine Katzenwäsche, so wie du sie früher gemacht hast, so einfach. Schaut doch lecker aus, oder? Kaffee, Brötchen, Paprika, was das Herz begehrt und ein Aufstrich. Um 10 Uhr bin ich reisefertig. Nur noch ein heller, rechteckiger Fleck erinnert an den Ort, wo mein Zelt gestanden ist. Der wird sicher eine heiße Diskussion zwischen den Uferforschern entfachen. Was mich wundert, ist, dass da keine Spinnen, keine Mäuse und keine Ameisen herumlaufen. Gerhard, ich glaube, da irrst du dich. Schau dir mal deine Jacke näher an. Na toll, ich mag das, wenn gleich am Morgen eine Bergwertung ansteht. Jetzt wird mir so richtig bewusst, dass ich ein paar Bücher, die im Anhänger verstaut sind, schon über 800 Kilometer ziehe. In diesen 3 Wochen habe ich sie nicht einmal angegriffen. Doch, wenn du nach Essen gesucht hast. Hier, Gerhard, da gibt es eine Bäckerei. Während die Landschaft beschaulich vorüberzieht, erinnere ich mich an die Route, die ich mir beim Frühstück angesehen habe. Hier, 2 Kilometer vor Kronert, habe ich übernachtet. Da ist zu sehen, wie der Eurovelo 6 durch die Ortschaft führt. Die Pfeile in der Karten kennzeichnen die Steigung oder das Gefälle. In meinem Fall geht es ständig bergauf. Das merke ich ganz besonders mit dem Anhänger. Die Loire fließt weiter südlich. Die schlängelt sich fernab vom Radweg in entgegengesetzter Richtung zum Atlantik. Heute sind wir sehr oft voneinander getrennt. Und das am letzten Tag, an dem sie mich begleitet. Hallo Gerhard. Dein Gewissen ist neugierig. An welche Abschnitte erinnerst du dich besonders? Da war beispielsweise gleich am ersten Radreisetag, am 24. Mai, die gefährliche Fahrt über die Saint-Nazaire-Brücke. Das war zugleich der erste Sichtkontakt mit der Loire. Da hat sie sich seelenruhig in den Atlantik ergossen und damit im Sturm mein Herz erobert. Wunderschön war auch der Hafen beim Campingplatz in Brenbeuf. Bonjour!
Bei Le Pèlerin hat mich die Loire besonders verzaubert. Dort war auch das gekrümmte Boot eines österreichischen Künstlers zu sehen. Mich überholen? Das geht gar nicht. Na warte. Okay. Ich will dir ja nicht dein Selbstbewusstsein nehmen und lasse dich davonziehen. Hier geht es ordentlich bergauf und bergab. Naja, mit dir scheint es nur bergab zu gehen, oder? Verdammt, ich mag dich nicht. Wann geht's hier runter? Verzweifle nicht. Endlich. Es geht bergab. Aufpassen. Hier tummeln sich über 4820 Menschen. Bourg-en-Lancy, ist das nicht eine mittelalterliche Stadt? Du bist gut informiert. Im Herzen von Burgund gelegen, war sie auch schon in der Antike bekannt. Nämlich für ihre Thermalquellen, die sehr gut gegen Rheuma helfen. Eigenartig. Ich werde das komische Gefühl nicht los, dass mich jemand beobachtet. Ich bin gerade dabei, mit einem Übersetzungsprogramm die französische Speisekarte zu enträtseln. Doch das entpuppt sich als sehr mühsam. Vielleicht sollte ich ein typisch französisches Gericht ausprobieren. Gerhard, du sitzt in einer Pizzeria. Hey Gerhard, hör nicht auf dein Gewissen. Da steht Quatre Saisons. Das klingt nach der 4 Jahreszeiten Pizza. Die hast du dir allemal verdient. Hallo Gerhard. Gibt es noch andere Abschnitte entlang deiner Route, die dich beeindruckt haben? Ja. Während der Fahrt von Nantes nach Osny habe ich Maxim kennengelernt. Der hat mich in der Nähe von Audun auf einen Hügel geschleppt. Dort gab es eine wunderschöne Aussicht auf die Loire. Apropos Loire. Ich frage mich schon die ganze Zeit, wo sie steckt. Schau mal, Gerhard. Du bist nur wenige Meter vom Ufer entfernt. Bis Dijon sind es noch 34,5 Kilometer. Rein rechnerisch könnte ich um 18:30 Uhr dort sein. Also die Schranken sind ganz schön nervig. Auf den letzten Kilometern gab es die in gefüllten 500 Meter Abständen. Bis die 160 Kilogramm, bestehend aus dem Körpergewicht, dem Gepäck und dem Anhänger wieder fort aufnehmen, sind schon wieder die Bremsen am Zug. Raun's nicht. Du kannst es ohnehin nicht ändern. Fahr weiter. Ich schwöre, dass ich gestern Abend nur 2 Gläschen Rotwein getrunken habe. Wieso ich mir die Frage stelle? Ganz einfach. Vor einer halben Stunde waren es noch 34,5 Kilometer noch bis Dijon. Und jetzt sind es plötzlich nur noch 19 Kilometer. Ja und? Was willst du dir damit beweisen? Das ist doch unrealistisch, dass ich in einer halben Stunde 15 Kilometer zurückgelegt habe. Dann wäre ich ja mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 30 km/h unterwegs gewesen. Und mit so einer Leistung wäre ich mit Sicherheit ein heißer Kandidat für Olympia gewesen. Also, mit dem Gepäck und mit meiner derzeitigen Kondition ist es unmöglich.
Mir fällt gerade noch etwas zu den bisher schönsten Momenten entlang der Loire ein. Da war dieser erste direkte Kontakt. Das war eine wildromantische Szene einer unglaublich gewachsenen Liebe. Nahezu andächtig habe ich sie zuerst mit den Beinen berührt, um gleich darauf mein Gesicht mit ihrem köstlichen Nass zu benetzen. Oh, da vorne sitzt eine Dame auf einer Bank. Ganz alleine. Ich werde sie mal fragen, ob ich ihr Gesellschaft leisten darf. Ich gebe zu, dass heute meine Haare noch keinen Kamm gesehen haben. Gerhard, bist du sicher, dass du nur heute deine Haare nicht gepflegt Ich mache hast? eine Apfelpause hier am Kanal. Bin gespannt, ob das Schiff einholt, das ich vorhin überholt habe. Ein Schiff? Das ist doch die Gelegenheit, um bequem ans Ziel zu kommen. Greift zu. Kommt doch tatsächlich das Schiff. Ein melancholisches Gefühl keimt auf, wenn ich an die Fahrt auf der Brücke über die Loire bei Langeais denke. Das war irrsinnig bewegend, einfach so in eine mittelalterliche Bühne einzutauchen. Und? Wie kommst du jetzt rüber? Hättest doch besser auf mich gehört, als ich dir empfohlen habe, das Schiff zu kapern. Ach Quatsch. Du siehst ja, es gibt für alles eine Lösung. Übrigens, diese weisen Worte habe ich der Politik entnommen. Was war? Bitte? It's not. You can't go through. Where do you want to go? Wohin fährst du? Ich will nach Digoin, zum Campingplatz. This is the Loire and look, the bicycle way number 6. Gerhard, hilfst du etwa dieser netten Dame bei der Orientierung? Wo du, ausgestattet mit Google Maps, Landkarten und einem Navi, dich sogar zwischen einem Waldstück und einem Kanal verirrst. Findest du das nicht dreist? Means that it's good. Red means, look. Hello. Bonjour. Am nördlichen Ufer angekommen, umarmt mich eine unglaubliche Traurigkeit. Denn nun ist es endgültig. Die Loire, die hier von Süden kommt und mich so lang begleitet hat, trennt sich von mir. Unfassbare 900 Kilometer waren wir zusammen.
Manchmal haben wir uns eng aneinander gekuschelt und manchmal haben wir bewusst voneinander Abstand gehalten. So wie es auch in einer lang andauernden Beziehung oft läuft. Ich werde dich nie vergessen. Beide werden wir unsere Reise fortsetzen. Du wirst zum Atlantik gehen und ich zum Schwarzen Meer. Adieu, meine Liebe. Willst du wissen, was am nächsten Reisetag passiert? Dann klicke rechts unten auf das Gesicht mit dem Fahrradhelm und abonniere den Kanal. Das Abonnement ist kostenlos und jederzeit sofort stornierbar.